Herzlich willkommen auf meinem Kanal. Heute geht es um das Clovis von SC und Florinox. Es trägt definitiv die Gene des Florinox Guyana in sich. David Morel von Florinox und Sébastien Chaussier, Geschäftsführer der Firma A2C, in der übrigens auch die Griffe dieses Messers produziert werden, haben das Clovis zusammen entwickelt. Das Design ist absolut gelungen. Ich habe das mal aufgezeichnet, da diese Klinge wirklich extrem stark reflektiert. Es wirkt sehr schlicht. Es wirkt sehr unaufdringlich, sehr ausgewogen und sehr leicht. Und man kann sagen, dass dieser Entwurf letztendlich einfach auf zwei parallel gezogenen Linien basiert. Also wirklich einfach gehalten. Und ich kann hier noch meine ganz subjektive Bewertung abgeben, aber mir gefällt diese Linienführung wirklich extrem gut. Bei der Klinge haben wir hier eine modifizierte Schiebhutform, erinnert auch ein bisschen an die Klinge eines Buckelsmessers nach einer orthopädischen Behandlung. Klingfinish ist, wie auch schon beim Guyana, geeist, also poliert, aber keinesfalls hochglanzpoliert. Fast wie ein ganz dezentes Stonewashed Finish. Vielleicht könnte man das dann auch, wenn es sich denn nicht irgendwie auch widersprechen würde, als matt poliert bezeichnen. Die Klinge wurde absolut clean gehalten. Es gibt keinerlei Beschriftung, kein Logo, keine Prägung, kein Nagelhau, überhaupt nichts. Gefällt mir auch sehr gut. Dann kurz zu den Spezifikationen. Klingenlänge 94 mm, effektive Schneide 90 mm. Es gibt keine Schleifkarbe. Klingenbreite 2,5 mm. Klingenhöhe etwa 20 mm. Wir haben einen sehr sauber ausgeführten Flachschliff mit Werten zwischen 0,3 und 0,35 mm hinter der Mikrophase. Also wirklich extrem schneidfreudig. Hier ein paar Praxisaufnahmen. Beim Stahl hat sich Florinox wie auch schon beim Guyana für den X35CR16N entschieden, auch bekannt als MA5. Ein extrem rostträger Stahl mit 16% Chromanteil. Der MA5 erhielt zusätzlich eine Chrogenbehandlung, wurde also extrem niedrigen Temperaturen ausgesetzt, um die Härte und Verschleißfestigkeit zu erhöhen. Definitiv ein interessanter Budgetstahl, hält auch gut die Kante, lässt sich leicht nachschärfen. Ich hatte bisher noch keine Probleme mit dem MA5 und 58 HAC können sich auch sehen lassen. Gedacht ist das Clovis für eher feinere Schneidarbeiten, also beispielsweise Essenszubereitung. Das geht wunderbar damit. Man kann es jedoch auch mal ein bisschen härter rannehmen. Dieser Midlock ist definitiv stabil genug. Dieser Midlock respektive Backlock weist beim Clovis letztendlich die gleiche Konstruktion auf wie auch beim Florinox Guyana, steht also leicht über. Das ist so ähnlich ja dann auch beim Otter Mercator, lässt sich aber gut betätigen, hier mit dem Pinch Grip öffnen und dann mit dem Druck auf den Backlock bzw. auf die Backlock-Feder das Messer wieder schließen. Was auffällt, ist ein ganz leicht kratziger Klingengang. Ja, da werfen wir dann später mal einen Blick nach innen. Ich habe eine Vermutung, aber letztendlich ist das jetzt hier auch nicht so ganz schlimm. Aber wir sehen uns das später auf jeden Fall mal näher an. Und mir ist noch was aufgefallen. Leider liegt die Klinge im vorderen Bereich auf. Also der Klingenstand ist mittig. Aber wenn man jetzt hier mal so ein bisschen hin und her schiebt, hört man es. Ja, ich sag's mal so. Wenn man die Klinge jetzt nicht andauernd ins Heft knallen lässt, also so zum Beispiel, dann passiert der Schneide hier auch nichts. Aber ich wollte es auf jeden Fall mal erwähnt haben. Zur Handlage. Dieser überstehende Midlock stört die Handlage nicht. Das ist gut gemacht. Der obere Griffbereich ist hier komplett abgerundet. Und hier kann ich auch richtig viel Druck ausüben mit dem Finger. Tut nicht weh. Das ist anscheinend auch leicht angefasst. Ich kann auch hier den Griff fest umschließen. Das tut auch nicht weh. Also das ist soweit hier gut gemacht, kann man nicht sagen. Man hat hier reichlich Platz. Grifflänge beträgt 125 mm, Griffvolumen etwa 63 mm, Griffbreite etwa 10,7 mm. Wie erwähnt ist der Griffkomfort soweit in Ordnung für so einen schmalen Aufbau, ist auf jeden Fall angenehmer als beispielsweise beim Otter Mercator oder vielleicht vergleichbaren Messern mit schmalen Griffen. Beim Griffmaterial handelt es sich hier um glasfaserverstärktes Polyamid, hitzebeständig, robust, verzieht sich bei Belastung kaum. Ich kann hier mal so ein bisschen drücken, dann gibt das natürlich nach und ich kann das auch leicht verdrehen, aber das geht immer wieder in seine Position zurück. Also das ist auf jeden Fall soweit gut gemacht.
Die Oberfläche, sieht man hier, ist ganz minimal strukturiert. Vielleicht ist das vergleichbar mit einem Schleifpapier mit 5000er Körnung. Ja, richtig viel Grip verleiht es nicht, aber zumindest so ein ganz kleines bisschen. Beschriftung ist dezent gehalten, linksseitig Clovis und rechtsseitig steht hier dann nur SC und Florinox France. Mehr ist hier nicht. Auch soweit schön gemacht. Dann noch ein längliches, sehr groß dimensioniertes Lanyard Hole und wie auch beim Kiana gibt es hier keinen Clip. Ja, dann gibt es noch eine Sache, die ist im Gegensatz zum Kiana auffällig. Das sind diese Verschraubungen. Ja, und dazu blende ich euch mal kurz eine Szene aus meinem ersten Video zum Kiana ein. Demontiert hätte ich es auch gerne, aber das ist hier eine verpresste Niete. Eine Achsschraube wäre wirklich schön gewesen, aber irgendwas ist ja dann doch immer. Übrigens ist definitiv eine schöne Sache, dass man sich beim Clovis für eine Verschraubung entschieden hat. Ich habe es auch bereits zerlegt. Hier liegt eine Griffschale und da noch die 2 Schrauben. Funktioniert auch wirklich gut. Es gibt keinen Loctite oder sonstige Verklebung. Also das ist schon mal schön. Man benötigt jedoch definitiv 2 Torx-Schraubendreher. Wir haben hier runde Schraubhülsen und die würden ansonsten durchdrehen. Es gibt also kein D-Profil. Dafür kann man diese 8er Torx-Verschraubung kontern und das geht dann für mich auch in Ordnung. Und 8er Torx gefällt mir ja auch sehr gut. 6er Torx wären dann wieder zu filigran, die würden dann vielleicht ausnudeln. Jetzt dann der Blick nach innen und man sieht hier nochmal den Bereich, wo die Klinge aufliegt, also in etwa bis hier, ja, so rund 1,5–2 cm. Das wäre konstruktiv sicherlich irgendwie auch anders lösbar, wobei man hier ganz schlecht einen Stop hin reinbekommt. Also ja, ich denke, das ist einfach eine Sache, die ist konstruktiv und irgendwie könnte man es bestimmt lösen, aber ich bin auch kein Konstrukteur insofern. Ansonsten ist das hier schön gemacht. Also man sieht hier diese Konstruktion der Backlog-Feder und das ist eigentlich genau das gleiche Prinzip wie beim Florinox Kiana. Ich glaube, dieser Teil ist hier vielleicht minimal kürzer, aber ansonsten ist das absolut identisch. Ich blende euch hier mal ein Bild ein aus meinem ersten Video. Also man sieht hier, das ist letztendlich genau das gleiche. Der Hammer vom Backlog sitzt hier auch ordentlich drin. Der kann mit der Zeit noch ein bisschen nachrutschen, wenn sich Verschleiß einstellt. Also das passt soweit auch. Und dann sehen wir uns nochmal hier diese Klingenwurzel an, die ich vorhin erwähnt habe. Moment. Also, ja, man kann es hier schon erahnen. Hier fehlt einfach das allerletzte Finish, deswegen läuft das hier so ein bisschen rau. Ja, ist jetzt nicht weiter dramatisch. Also die Funktionsweise wird hierdurch definitiv nicht beeinträchtigt. Das passt. Dann noch diese Griffschalen. Baue ich mal alles aus hier. Insgesamt sind das übrigens 9 Teile und wir haben insgesamt nur 50 Gramm. Für so ein großes Messer ist das wirklich sehr wenig. Ja, das ist ein Spritzgussverfahren. Ist auch soweit ordentlich gemacht, ist auch sehr gut gefettet, also sehr ölig die Geschichte. Man sieht hier ja sozusagen integrierte Washer, gefällt mir auch ganz gut, ist schön gemacht. Wird wie gesagt in der Firma A2C hergestellt, also sauber und genau gearbeitet und passt soweit, kann man nicht sagen. Das ist ein Messer im Budgetbereich bis etwa 30 € und da kann man nicht sagen. Dazu noch europäische Produktion. Ja, ich würde sagen, das passt soweit. Es gibt vielleicht noch eine Sache, die ich euch noch kurz zeigen möchte, weil diese verschraubten Griffschalen, die bieten sich einfach für etwas an. Und zwar hätte ich da einen weiteren Wunsch an Florinox. Ja, den habe ich bereits im ersten Video schon erwähnt und hierzu blende ich euch nochmal das Fazit aus meinem ersten Kiana-Video ein. Aber andere Griffmaterialien wie beispielsweise Holz, G10 oder Mikata wären hier wirklich mal eine interessante Option. Dazu vielleicht noch eine verschraubte Klingenachse. Naja, das Clovis trägt ganz definitiv die Gene des Kiana in sich. Verschraubten Griff haben wir jetzt, zwar nicht beim Kiana, aber beim Clovis. Und andere Griffmaterialien sind dann vielleicht eine Option für die Zukunft. Das muss man dann einfach mal sehen. Vielleicht sieht sich das Video ja jemand von Florinox an und sagt, G10 und Mikata ist auf jeden Fall machbar. Holz muss man einfach mal schauen. Ja, derzeit gibt es eben nur diesen Kunststoff in 3 verschiedenen Farben. Orange, Blau und Olivgrün. Aber so oder so bin ich mir sicher, dass dieses Modell ein wirklich großer Erfolg wird. Es gibt ein paar kleine Defizite, ganz klar. Aber
in der Gesamtbetrachtung ist das wirklich ein sympathisches, elegantes, faires Produkt. Ein leichtes Messer, das ist zu 100% in Frankreich gefertigt, also Fertigung in Europa, und dafür sind 30 Euro dann wirklich okay. Für mich ist Florinox auf einem guten Weg. Das Kyana ist bereits ein Erfolgsmodell, wie wir alle wissen, und ich bin mir ganz sicher, dass das Clovis eins werden wird. Bin auf jeden Fall gespannt, was da noch von Florinox kommt. Ja. Abschließend möchte ich dann noch auf die Videobeschreibung verweisen. Es sind einige Links vorhanden und unter anderem auch die Bezugsquelle. Ja, ansonsten habe ich euch noch die Spezifikation reingepackt. Dann würde ich sagen, war es das für heute. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Alles Gute, bleibt gesund. Bis zum nächsten Mal.